old-fashioned mind. Nein. Not sophisticated, I'm the plain and simple kind. I want an old-fashioned house with an old-fashioned fence and an old-fashioned mirror. Was für ein schönes Kleid. Grüezi wohl. Grüezi wohl miteinander. Hallo. Grüezi. Wer sind Sie? Ich bin die Inge Ginsberg. Frau Ginsberg. Ich habe Fans im Haus. Frau Ginsberg, ich weiß, ich darf das nicht machen und trotzdem können Sie uns Größenordnung Ihren Jahrgang nennen. Ich bin sehr stolz drauf, denn ich bin fast 94. Wow! Nein! Frau Ginsberg. Und mein größtes Talent ist nicht singen, sondern überleben. Sie haben noch nichts gezeigt und wir lieben Sie alle schon. Das ist doch schön. Was haben Sie für einen Bezug zur Schweiz? Ich bin 1942 als Flüchtling in die Schweiz gekommen. Die Schweiz war hochanständig, sie haben die Flüchtlinge aufgenommen. Ich habe dann für den amerikanischen Geheimdienst in Lugano eine Villa geführt. Die Partisanenvilla. Wir haben in dieser Villa wurden zuerst die italienischen Partisanen organisiert. Ich habe Waffen hinüber nach Domodossola geschmuggelt. Super Geschichte, das ist Wahnsinn. Frau Ginsberg, sind Sie schon vorher in Ihrem kurzen Leben schon mal auf einer Bühne gestanden? Noch nie. Noch nie? Noch nie. Das ist mein allererstes Mal, dass ich auf einer Bühne stehe, dass ich ein Mikrofon in der Hand halte. Ich muss immer aufpassen, dass ich hineinspreche. Und warum mache ich das? Wir können 120 Jahre alt werden. Das will ich ja werden. 120 Jahre alt. Wichtig ist, dass man mit dem Leben verbunden bleibt, dass man sich mit jungen Leuten umgibt und immer etwas macht, was man noch nie getan hat. Und ich bitte, ihr dürft mich ruhig auslachen, aber erst, wenn ihr mir es nachmacht. Ja. Frau Ginsberg, wir freuen uns alle sehr auf Ihren Auftritt und wünschen Ihnen nur das Beste. Viel, viel Glück. Danke. So, wo sind meine Partner? Wie alt ist der? Der ist älter noch, nein? Eine Band, ja. Das ist Lucia, das ist Dr. Professor da Silva und sie ist eine berühmte Pianistin. Die machen das mir zuliebe, damit ich Spaß habe. Großartig. Super. Ich muss ihn die ganze Zeit anschauen, sonst weiß ich nicht, wann ich anfangen muss. Also ich schaue ihn an und nicht euch. Hey. Wir zertrümmern Atome und zertrümmern die Welt und kümmern uns nicht, ob den Trümmern gefällt. Wir zertrümmern Familien und zertrümmern den Stolz. Wir vergiften die Blumen und zerhacken das Holz. Und wenn alles in Trümmern ertönt, das Geschrei, was haben wir getan? Was haben wir getan? Kultur und zerstören Natur. Wir stinken im Dreck. Alles Gute und Schöne ist weg.
Hämmern ertönt das Geschrei. Was haben wir getan? Was haben wir getan? Jetzt beginnt alles neu. Frau Ginsberg, Sie sind mir ein heißer Ofen hier. Hei, ich habe ja viel erwartet. Ich dachte Edith Piaf oder sonst was, so Marilyn Monroe oder irgendwo, aber das war also große Klasse. Und Ihre Begleitung ist also Große Klasse. Ja, das ist das Beste, was ich je gehört habe. Wir haben einen Experten. Das ist doch mal so ein Background-Sänger in BD. Frau Ginsberg, ich bin ganz stolz auf Sie, dass wir das erleben durften heute Abend. Und ist das eine Eigenkomposition? Ja, den Text habe ich geschrieben und die Musik die beiden. Okay. Also Frau Ginsberg, ich muss schon sagen, wenn eine Frau, die ein Leben geführt hat, wie Sie das geführt haben und so viel erfahren hat und so viel überlebt hat, singt, was haben wir getan? Da sollten sich mal einige Leute mal wirklich mal ernsthafte Gedanken machen. So, ich finde das großartig und ich wäre froh, wenn ich von Ihnen ein Küsschen kriegen könnte, weil... Das ist die schönste Belohnung. Weil wer weiß, ob ich sowas noch mal erleben darf. Que será, será. Danke vielmals. Danke vielmals. Que será, Susanne, Frau Ginsberg, ich finde es so toll, Sie haben so viel Wut und Rebellion und so im Bauch und wollen das rausbringen. Und schlucken Sie nicht, wie viele vielleicht andere Menschen frustrierterweise runter in ihrem Alter, weil man ja auch von der Gesellschaft ein bisschen vielleicht ausgeschlossen werden könnte. I don't care. Ja, genau, das ist großartig. Das ist so toll. Sie sind alles andere als grau und bitter. Sie sind jung und saftig. Okay. Echt cool. Monsieur Gress. Frau Ginsberg, für mich ist das eine große Ehre heute Abend. Ich will Ihnen sagen, warum. Die Geschichte von dem Haus von Lugano habe ich gesehen, ich weiß nicht mehr, am Fernsehen oder in einem Film habe ich das gesehen. Und dass ich jemand antreffe heute Abend auf der Bühne, so eine Frau wie Sie, da kann ich Ihnen sagen, für mich ist das eine große Ehre. Danke. Ja, sehr schön. Ja, wir kommen zur Abstimmung, was es bedeutet. Blick. Ja! Susanne, Monsieur Gress. Ich fahre das Publikum nicht wie die beiden, gell? Ja. Wunderbar, abschließend ja. Sie hatten 4-mal Ja und sind eine Runde weiter. Wir gratulieren herzlich. Dankeschön. Das müssten Sie tun, Herr Gress, wenn Sie 120 Jahre alt werden wollen. Schreiben Sie Da Lieder. beginnen Sie zu singen. Ja, böse Rockmusik. In 30 Jahren sitze ich noch hier bei den Schweizer Talent und Ja, wo sind wir? ich denke, wir sind schon alle weg. Inge, Dankeschön. das war einfach der Wahnsinn. Das war der absolute Wahnsinn. Wie war es für dich? Das war das erste Mal auf der Bühne. Ja. Wie hast du dich gefühlt? Fantastisch. Jetzt tut es mir leid, dass ich nicht viel früher begonnen habe. Aber ich habe ja noch 30 Jahre vor mir. Can we just one picture like let's do it. together?